das erste Mal die Immobilie gesehen haben und in diese alte Buchbinderei gegangen sind, da muss man sich dann schon erstmal drauf einlassen. Ja? Was kann man mit dem Gebäude machen? Was könnte dafür spannend sein? Wenn man gesehen hat, unter welchen Bedingungen hier teilweise produziert und auch gelebt und geschlafen wurde, das war schon heiß. Und dann sich zu überlegen, was passiert da draus? Die Rahmenbedingungen sind ja gegeben gewesen. Ja. Also es ist so eine Aufgabe da, die man so in der Form eigentlich nicht kennt. Das war eine Herausforderung. Ja. Besonders spannend an dem Projekt war tatsächlich, dass wir einen Dialog finden mussten. Also und zwar einerseits ein Dialog mit dem Gebäude, also mit der Geschichte dieses Gebäudes. Und zeitgleich wollten wir halt auch aus der Haltung des Unternehmens heraus was machen. Auf der einen Seite haben wir klar gesagt, das wird unser Innovationscenter. Zum Innovationscenter kam die Vorstandsseite mit dazu, näher am Business zu sitzen, mitzukriegen und auch nochmal zu zeigen, Innovation ist für uns ein ganz wichtiges Thema innerhalb der Company und die zwei kamen zusammen. Ohne Mut geht nix. Meine Lieblingsstelle im Gebäude: Der Dschungel, der Konnektor, das Rot des Bodens. We're confident enough to show color. Die ganzen Themen, die uns als Unternehmen beschäftigen, wie Nachhaltigkeit, Cradle to Cradle, Digitalisierungsthemen, Know-how über Workplace. Eine Plattform, wo wir uns selber testen, mit dem Mut, hier Dinge auszuprobieren. Die hauptsächlichen konzeptionellen Grundgedanken waren zu sagen, wir betrachten das Gebäude mal ganz genau und schauen uns an, was finden wir hier toll und was können wir behalten. Und zu analysieren, wo müssen wir was Neues dagegen setzen. Wir haben zwei Welten. Wir haben die sehr technische Welt, die einfach auch dem Gebäude hier gerecht wird. Auch dem Thema, dass es ein temporäres Gebäude ist. Technik, für die auch Dresden Sommer steht. Und wir haben die andere Seite, die emotionale. Dafür steht auch das Rot hier im Gebäude, dafür stehen auch die Menschen. Und die zwei Themen haben wir eigentlich versucht zu vereinen. Wir haben viele Sachen so roh gelassen, wie sie waren. Wir haben die rohen Betonstützen gelassen. Wir haben oben in der Halle die Decke raus und mit der rohen Struktur rein. Wir zeigen komplett die Technik offen hier im Gebäude. Wir verstecken nichts. Da sind halt so Sachen dabei, wie dass man hier 1500 Quadratmeter roten Industrieboden vorfindet. Das ist ja eigentlich ein Geschenk, ne? War letztendlich der Türöffner zu sagen, wir wollen viel mit Farbe arbeiten. Die Gitterroste, die wir aber dann mit unseren Farben lackiert haben und dann entsteht plötzlich was Neues. Da bekommt dieses Industrielle dann fast irgendwie was Poetisches. kein Ort ist zufällig. Make room to break rules. Wir sind halt Überzeugungstäter. Zusätzlich haben wir dann eine Vielfalt reingebracht, mit dem Schwerpunkt, dass man viel kommunizieren kann. Einen Wechsel zu haben zwischen Orten, wo ich in Ruhe konzentriert arbeiten kann und Orten, wo ich schnell zusammenkommen kann, wo ich kommunizieren kann. Wenn man das Untergeschoss anschaut, haben wir mit flexiblen Möbeln die Möglichkeit geschaffen, in sehr kurzer Zeit räumlich umzustellen, andere Situationen abbilden zu können. Und das zieht sich eigentlich auch ein bisschen durchs Gebäude durch. Wir probieren hier auch neue Sachen aus, in der digitalen Welt genauso wie in der Hardware. Wir versuchen, die digitalen Ansätze, die wir bei unseren Kunden da draußen verfolgen, hier im Gebäude umzusetzen. Das erfüllt dann irgendwie auch mit Freude, wenn man plötzlich hier Kunden hat, die man hier durchführen kann, denen man Themen nicht nur irgendwie erzählen kann, sondern man kann sie denen, also wir können die anfassen. Work in progress. Es ist kein abgeschlossenes Projekt. Das ist schön zu sehen, auch für mich jetzt, wenn ich wieder hierher komme, dass es jedes Mal ein bisschen einen anderen Zustand hat. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. I'd love to work here. Kein 0815-Gebäude. Farbig, großzügig und trotzdem verschachtelt. Ich glaube, im Grunde genommen gibt es hier keine festgefahrenen Regeln, wo man sagt, das ist jetzt hier, paff, das ist es, was wir hier machen müssen, sondern es hat eine hohe Flexibilität und es kann vielfältig gespielt werden.